Wir produzieren insgesamt pro Durchgang 800.000 Hähnchen, aufgeteilt auf 3 Standorte. Davon ist einer hier in Zilzow, dann haben wir einen großen Standort in Wittstock und einen in der Nähe von Schwerin. Wir mästen für eine gewisse Integration und unser Mastschema geht ungefähr von, ich sage mal, wir haben Vorgriff, der findet ungefähr am Tag 32 statt und die Endausstallung dann am 38. Tag. Also messen wir circa bis 2500 Gramm unsere Hähnchen und ja, meine Aufgabe ist es eigentlich, wir haben Farm-Mitarbeiter hier, auf jeder Farm haben wir unser Personal. Die kümmern sich halt alles, was Technisches betrifft und um die Tiere. Die gucken jeden Tag in den Stall, ob es ihnen gut geht. Und ich muss das Ganze überwachen. Ich habe die ganze Dokumentation, die Kostenrechnung und den Einkauf von verschiedenen Produkten, sei es Futterzusätze, Futter, Küken. Das ist meine Aufgabe. Das sind ja sehr umfangreiche Aufgaben und Herausforderungen, die du abzuarbeiten hast. Wie wählst du deine Berater aus und was kann EW Nutrition zum Beispiel für dich tun in diesem Falle? Der wichtigste Punkt für mich ist einfach Effizienz von Hähnchenmast. Das steht ganz oben. Das heißt, Berater wähle ich demnach aus, was bringen sie mir? Haben sie innovative Produkte? Helfen die mir weiter in meiner täglichen Arbeit? Kann ich dadurch Kosten einsparen? So bin ich zum Beispiel auch zur EW Nutrition gekommen, weil wir haben halt was gesucht, die Verdauung der Tiere zu stabilisieren. Und da brauchten wir jetzt ein Produkt und ja, so sind wir auf EW Nutrition gekommen. Was waren denn die größten Herausforderungen für dich in der Vergangenheit, die du bewältigen musstest? Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ist Gesundheit, sprich Verdauung bei den Hähnchen ein ganz wichtiger Punkt in der Hähnchenmast. Wenn die nicht ordentlich funktioniert, habe ich daraus immer resultierende Folgeprobleme wie eine nasse Einstreu oder Krankheiten und so weiter. Wir in der Hähnchenmast haben auch andere Herausforderungen und zwar ist es auch seit einiger Zeit so, dass wir versuchen, auf Antibiotika zu verzichten. Also waren wir auf der Suche nach Alternativen. Da kamen wir natürlich auf EW Nutrition, weil es soll die Verdauung unterstützen, wurde uns gesagt. Also haben wir es einfach mal getestet. Und zwar lassen wir uns das Produkt ins Futter einmischen und das passiert permanent den Durchgang über. Und wir haben gesehen, dass das unsere Leistung der Tiere deutlich verbessert hat. Du sprachst jetzt von Gesundheitsaspekten, Antibiotikareduktion. Wie hat sich das verändert von der Vergangenheit hin bis jetzt? Also es hat sich insofern verändert, dass wir auf Behandlung verzichten können, die aufgrund von Verdauungsstörungen hervorgerufen werden. Das heißt, die Tiere haben durchweg eine gute Verdauung. Die Einstreu im Stall bleibt somit trocken. Und ein ganz wichtiger Erfolg, den wir jetzt auch erzielt haben, ist, dass wir unsere Fußballengesundheit definitiv verbessern konnten. Fußballengesundheit, wie sieht das im Detail aus? Wie kannst du das mal etwas genauer beschreiben? Ja, also ich kann es insofern beschreiben, es ist ja Stand der Dinge so, wir legen alle sehr viel Wert auf Tierschutz. Die Vermarkter, die LEHs, da wird ganz besonders geguckt und auch auf dem Schlachthof wird da eine spezielle Auswertung gemacht. Was haben die Tiere für eine Fußballengesundheit? Und es kann auch negative Folgen haben. Habe ich schlechte Fußballen oder meine Tiere, dann kriege ich Schwierigkeiten mit dem zuständigen Veterinäramt. Und auch in der Vermarktung wird vieles schwieriger. So, und mit guten Fußballen ist es so, erstmal kriege ich da in gewissen Integrationen dann einen Bonus ausbezahlt für gute Fußballen, wenn ich die in 100% habe. Und zweitens sind gesunde Fußballen auch Tierschutz am Tier. Das heißt, wenn die Füße gesund und heil sind, haben die weniger Schmerzen, die sind besser drauf und nur ein gesundes Tier bringt auch eine gute Leistung. Gute Leistung, prima. Soviel ich weiß, benutzt du Activo Liquid und auch Activo im Futter. Du setzt beide Produkte ein. Warum beide Produkte und was siehst du dabei? In besonderen Fällen oder setzt man das generell ein? Was sind deine Erfahrungen? Also wir in unseren Betrieben machen es so, dass wir es permanent übers Futter einsetzen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, unsere Futtermühle mischt es für uns ein. Die mischen circa, ich glaube, das sind 100 Gramm Activo auf eine Tonne Futter. Und das haben wir vom Starter bis zum Endmast. Für mich hat das 2 Vorteile. Einmal ist die Dosierung immer gleich. Und das zweite Mal ist es ja so, dass wir mit Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und so weiß ich aber, dass es immer drin ist, dass da keine Fehler passieren können. Das ist der Vorteil, wenn wir es übers Futter geben. Und im Bedarfsfall, ich sag mal, wenn wir doch mal Schwierigkeiten mit Verdauung oder was auch immer kriegen sollten, nutzen wir das Activo Liquid.
Das dosieren wir dann ca. 300 Milliliter auf 1000 Liter Wasser und setzen das dann 2 bis 3 Tage ein. Normalerweise hat sich der Zustand dann der Tiere deutlich gebessert und ja, wir können dann ganz normal weiter mästen. Ne? Also beides ist eine Prophylaxe und gleichzeitig eine Akutanwendung für besondere Situationen. Und ein Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt das Flüssige nehmen, ich kann die Dosierung dann doch steigern oder senken, wie ich das möchte. Da habe ich dann halt einen direkten Zugriff darauf. War das alles einfach für dich umzusetzen, das Konzept, oder war das kompliziert? Es ist wirklich simpel, weil A, ich bekomme es übers Futter und B, auch wenn ich es in die Tränke eindosiere, ist es genauso einfach einzusetzen. Die Dosierung ist klar, da haben wir eigentlich keine Schwierigkeiten. Das Einsparungspotenzial, was du beim Einsatz von Activo pauschal annehmen würdest, was kannst du da mindestens einsparen in Geld? Ich spare vielerlei mit Activo, und zwar spare ich zuerst an Arbeitszeit, weil wenn ich keinen nassen Strahl habe, muss ich nicht nachstreuen. Das heißt, meine Mitarbeiter können sich in der Zeit mit anderen Sachen beschäftigen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir eine bessere Futterverwertung erzielen. Und der dritte Punkt ist einfach, wir setzen weniger Medikamente ein. Wenn ich das summiere und alles wirklich gut läuft in dem Durchgang, können wir bis zu 4 Cent pro Hähnchen einsparen und in besonderen Fällen, in besonders guten Fällen auch mehr. Was bedeutet EW Nutrition für dich? Also EW Nutrition bedeutet für mich einfach Innovation, sehr gute, kompetente Beratung, hohe Effizienz und EW Nutrition ist für mich aktiver Tierschutz.